Weil Archer ist so viel langsamer, echt einfach, dass man viel länger auf Level statt Schaden stellen muss. Es ist ja nicht langsamer, es ist schneller. Du musst ja so rechnen. Du levelst 2 Chars. Hast nach 30 Stunden Level XY. Und 2 Chars leveln ja aber maximal 4-mal so schnell. Nee, Schwachsinn. Doppelt so schnell wie einer. Und bei der 8-Char-Taktik hast du ja aber die meiste Zeit, oder hast du ja einen großen Teil, vor allem im Low-Level, die Situation, wo du auch einfach einen Char levelst, quasi. Und das heißt, die 2 Chars leveln effektiv doppelt so schnell. Und dann kommt aber das große Aber. Das bezieht sich nur auf das Level des höchsten Charakters. Bei 2 Chars hast du 2 Chars und bei 8 Chars hast du aber 8. Und das heißt, wenn ich jetzt mit Level, keine Ahnung, mit 2 Chars Level 80 bin und der andere ist mit 8 Chars Level 60, beziehungsweise der Leveler ist Level 60 und die Leecher sind, keine Ahnung, Level 45, dann hast du effektiv ja trotzdem viel mehr gemacht, weil der andere müsste ja dann quasi 4-mal 2 Chars leveln und ist aber nur höchstens doppelt so schnell, im Low-Level sogar viel weniger. Beim Low-Level die Party ja meistens, also solange die Party auf Schaden gestellt ist, lassen wir nochmal von vorne anfangen. Das wird zu kompliziert. Im Endeffekt ist es so, wenn die Party auf Schaden ist, verlierst du gar nichts. Weil du kriegst ja mit 8 Chars trotzdem XP. Ein Char, wenn die Party auf Schaden gestellt ist, kriegt ganz wenig XP. Aber das rechnest du ja quasi mal 7. 7 mal ganz wenig XP ist immer noch wenig oder weniger, aber es ist nicht nichts. Und die anderen beiden Chars kriegen aber, wie gesagt, maximal doppelt so viel wie der eine Levelnde. Und das heißt, wenn du die XP von dem einen Levelnden plus die XP von den Leechern zusammenzählst, dann ist das weniger als das Doppelte, was die 2 leveln. Also ist es weniger als doppelt so schnell, solange die Party auf Schaden gestellt ist. Und nur dann, wenn die Party auf Level gestellt ist, sind die 2 Chars doppelt so schnell. Und das bezieht sich ja, wie gesagt, dann grundsätzlich immer nur auf die XP von dem levelnden Charakter. Und die Leecher sind dann noch on top. Anders ausgedrückt, einer, der 2 Chars macht, wird es niemals schaffen, 8 Chars auf ein Level X zu bringen, wenn er immer 4x2 spielt, also immer 2, 2, 2, 2, versus den 8 Char spielen. Denn bei der 8 Char spielen der eben nicht die ganze Zeit die Party auf Level hat und genau das ist der springende Punkt. Also auf jeden Fall langsamer Level 120, sagen wir mal, in reinem Zeitinvest. Ja, aber das bezieht sich ja nur auf den höchsten Char. Du musst ja... Schau, wenn du so denkst, dann ist 8 Char-Taktik auf jeden Fall nichts für dich. Was du verstehen musst, ist halt, dass du 8 Chars ziehst. Also, diese Frage, dieses Argument, wer ist schneller, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Du machst 8 versus 2. Wie zur Hölle soll 8 schneller gehen? Oder genauso schnell? Natürlich geht das nicht schneller. Das ist ja unmöglich. Wie soll das schneller gehen? Wie soll das funktionieren? Es geht darum, ist es schneller als 4x2 im Endeffekt? Das ist der springende Punkt. Und die Antwort darauf ist ein glasklares Ja. Viel schneller. Weil die 2 Chars eben nur zu einem gewissen Anteil der Zeit doppelt so schnell sind. Für einen auch sehr hohen Anteil sind sie eben nicht doppelt so schnell. Und das ist im Endeffekt das Einzige, was man da begreifen muss. Und was du auch noch begreifen musst, ist halt, dass du die 8 Chars für das langfristige Investment ziehst und die 2 Chars sind eher für den kurzfristigen Progress. Also wer einen Serverstart voll durchstarten will, macht 2 Chars und vielleicht langfristig für später nochmal 8 später. Und mehr ist es nicht. Wäre eine Frage, wo der Friction Point ist, woran es liegt, dass es langsamer ist. Naja, weil du die Party auf Level stellen musst. Aber die Party ist ja nicht immer auf Level gestellt und wie gesagt, das verstehen manche Leute halt nicht. Weil sobald die Party nicht auf Level gestellt ist, sind die 2 Chars nicht mehr doppelt so schnell. Und auch was viele Leute
Das sieht man erst, wenn man mal 8 Chars gespielt hat. Im Low-Level hast du die Party so gut wie gar nicht auf Level gestellt. Also auf dem FEC gebe ich dir Brief und Siegel drauf, bis Level 100 hast du die Party höchstens 10, 20 Stunden lang auf Level und die restlichen 80 Stunden oder whatever hast du sie auf Schaden. Also das ist auch so ein Irrglaube, dass du die ganze Zeit Party auf Level hast. Das ist kompletter Schwachsinn, das ist überhaupt nicht so. Weil im Low-Level die Leecher auch mit Party auf Schaden relativ viel XP bekommen. Im Endeffekt etwas, wo man einfach mal ausprobieren müsste, um es wirklich zu verstehen. Kannst du so viel reden drüber, wie du willst. Wenn du es noch nie gespielt hast, dann kannst du nicht mitreden. Beziehungsweise dann weißt du nicht, dann kennst du einfach nicht jede Nuance des Ganzen. Ja. Und eine Nuance ist eben, dass du auf jeden Fall schneller bist als mit 4x2. Und das ist ja das Einzige, was wichtig ist. Wie viel schneller genau und so weiter, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht nur darum, ist es schneller. Das ist der einzige springende Punkt. Weil sonst würde es ja keinen Sinn ergeben, weil sonst würdest du einfach 4x2 Chars machen. Und genau das ist aber eben nicht so. Das wäre total dämlich. Allein schon auch wegen Dailies und so. Also wegen Tower Dailies später. Tower Dailies sind ein riesiger Aspekt der 8-Char-Taktik. Um zusätzliche XP mit minimalem Aufwand zu kriegen. Und allein schon da. Machst einmal Tower Dailies mit 7 Chars und einmal mit einem. Oder ganz ehrlich, mit dem Main kann man die Tower Dailies auch ziemlich vernachlässigen. Je nachdem, welches Level er hat. Die ersten zumindest. Ich meine, die ersten Tower Dailies kann man auch mit den 7 Leechern vernachlässigen, um ehrlich zu sein. Also Tower F1 auf dem FEC gibt so wenig XP, das ist nicht unbedingt so ultra wichtig. Da ist der Aufwand fast zu hoch für den Ertrag. Kommt drauf an. Kommt auch immer drauf an, wie schnell man es cleart und so weiter. Und wie viel XP man noch beim Leveln bekommt. Aber das sind alles so Sachen. Alleine immer eine Party und Link Attack ohne CS-Scrolls. Auch das. Wobei das natürlich auch immer darauf ankommt, casht man oder casht man nicht. Weil wenn du casht, kannst du auch Link Attack haben mit 2 Chars und so weiter. Also ich sage immer, die Vorteile überwiegen auf jeden Fall die Nachteile. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Und was ich auch schon sehr oft gesagt habe, ist zum Serverstart, wenn man sich unsicher ist oder wenn man den Serverstart voll ausnutzen will, dann sollte man lieber keine 8 Chars machen, weil das funktioniert halt nicht so. Aber wenn ich da wieder sehe, wie viele Leute sagen, sie haben am Serverstart eh nur 3 Stunden Zeit. Also ganz ehrlich, wenn du nur 3 Stunden Zeit hast und also da spielt es auch keine Rolle, ob du 2 oder 8 Chars spielst. Weil no front, aber in 3 Stunden, was willst du denn in 3 Stunden machen? Da erreichst du ja nicht mal Level 30. Selbst wenn du cached. Naja gut, wenn du cached schon. Kommt drauf an, wie und was du cached, aber also, wer so wenig Zeit hat, da spielt das halt überhaupt keine Rolle. Das ist halt einfach so traurig das auch ist, aber ich meine, wenn die Leute 24 Stunden am ersten Tag spielen und du kommst damit 3 Stunden an, ich meine, kann man sich ja vorstellen, wie groß die Kluft zwischen dir und den anderen ist nach einem Tag. Also du kommst am zweiten Tag online, bist Level, was weiß ich, 35 und der andere Typ ist Level 117. Also, und dann kommt die Frage, lohnt sich 8 oder 2 Chars mehr für mich? Also, was willst du darauf antworten? Ohne denjenigen zu beleidigen. Ist halt einfach ein Spiel, wo je mehr Zeit du reinsteckst, desto mehr Progress machst du. Und ein Serverstart ist halt der, wie sagt man, der überspitzteste Punkt, wo das so ist. Also es ist immer so, je mehr du spielst, ich meine gut, das ist in fast jedem Game so, das ist ja immer so, je mehr du spielst, desto mehr erreichst du, machst du, pipapo. Aber der Serverstart ist halt wirklich, da ist es halt am extremsten. Also extremer als beim Serverstart wirst du nie für deine Zeit belohnt, die du tatsächlich reinbutterst. Also je näher am Serverstart du reinsuchtest, desto mehr lohnt sich's.
Und je weiter weg du dich vom Serverstart entfernst, also jetzt zum Beispiel heute auf Borodeng, heute oder vor 3 Wochen oder in 4 Wochen, das spielt überhaupt keine Rolle. Das sind Wochen, das sind hunderte Stunden auseinander und es macht quasi fast keinen Unterschied. Beim Serverstart aber macht es einen gewaltigen. Also, ich denke, die meisten wissen dass sie nicht zu den Top 100 gehören. Dann kann man es auch langsam angehen. Naja, aber du musst ja nicht zu den Top 100 gehören. Weißt du, wie viele Leute auf dem Server spielen? Selbst zu den Top 1000 zu gehören, ist gar nicht mal so einfach. Und naja, doch, es bringt schon was. Je höher du bist am ersten Tag, je höher du bist am zweiten Tag, je höher du bist am Tag 3, wenn du anfängst zu grinden, das macht schon, das ist der Schneeballeffekt. Das macht sehr wohl einen Unterschied, auch wenn du nicht den ganzen Tag spielst. Also doch. Genau das meine ich ja. Beim Serverstart macht das sehr wohl einen Unterschied. Wenn du jetzt auf Borodeng anfängst und du machst heute Level 63 oder sagst, ach, weißt du was, nö, hab keinen Bock mehr, ich höre mit 62 auf, spielt überhaupt keine Rolle. Das macht langfristig wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied. Beim Serverstart schon. Jeden Tag ein Level mehr oder weniger, das macht einen Riesenunterschied. Na gut, ein Level ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig, aber eine Stunde macht einen Riesenunterschied. Das ist eben der Serverstart-Effekt. Ich komme 4 Tage verspätet, da habe ich wenigstens Platz. Chat, he doesn't know. Und 2x4 Zakori. 2x4 habe ich nicht getestet, aber was wäre der Sinn von 4 Chars, ist halt die Frage, ne? Also wenn du sehr schnell sein willst, 2, weil schneller geht's nicht. Und wenn du den maximalen langfristigen Nutzen willst, machst du direkt 8. Was wäre bei 4 der Vorteil? Du hättest keinen vollen Link Attack. Du wärst deutlich langsamer als jemand mit 2. Also jetzt nicht extrem viel langsamer, aber auf jeden Fall deutlich langsamer als jemand, der nur 2 hat. Was wäre der Vorteil? Also das ist halt, deswegen sage ich ja immer 2 oder 8 Chars. Alles dazwischen ist halt irgendwie sinnlos. Also auch wieder zum Beispiel bei Tower Dailies. Da machst du die Tower Dailies mit 4 Chars. Aber du würdest doppelt so viel XP von den Tower Dailies kriegen, wenn du es direkt mit 8 machen würdest. Beim gleichen Zeitaufwand. Würde ich einfach generell stark davon abraten. Und du bräuchtest, wie gesagt, trotzdem Party-Scrolls, was wahrscheinlich der größte Punkt ist, weil die Party-Scrolls so unfassbar teuer sind. Ich finde den Anfang am schlimmsten, bis die Leecher endlich das Board haben und es auch nutzen können. Yeah. Das stimmt. Hat man überhaupt eine Chance, wenn man jeden Tag während des FECs ca. 2 Stunden spielt, am Ende gut dazustehen? Naja, was heißt gut dastehen? Du wirst auf jeden Fall mit jedem Tag 2 Stunden auf dem FEC weiterkommen, als wenn du jetzt jeden Tag 2 Stunden auf Borodeng spielst. Ich denke, so ergibt es am meisten Sinn, wenn man es so darstellt. Weil das ja im Endeffekt auch die einzige andere Option ist. Also außer nicht zu spielen, ist die einzige andere Option, ja, du fängst auf Borodeng an. Und naja, wenn du jetzt komplett von Null anfängst, wirst du auf dem FEC sicherlich weiterkommen mit der gleichen Zeit.